Who the hell are you? How did you get in here? Mr. Ronald Harlow let me in, sir. I'm Sherlock Holmes, a surveyor of refugee affairs with City Hall. You're Inspector Tewkesbury, I presume? A surveyor? What does that even mean? In short, I've been sent to conduct an extensive report on the incident for the Colonial Office and to assess all the damage inflicted on state property. Got it. Another paperworm sent to count money and get food for archive mold. Go on, look around, but don't make yourself too at home. As if I didn't have enough problems before you appeared. Could you first tell me what happened here? What happened? People from the bridge above the camp heard a woman screaming and saw a mass of refugees attacking a man. Clearly not a refugee. When the camp guards came by, the man was floating in the sewage canal with a knife in his chest. Bam. A murder. Big news for Cordona. I'm sure. Thank you, Inspector. Einen Stream im Dialekt zu machen, ist bei mir ziemlich schwierig, weil ich zwar in Bayern geboren wurde, mein ganzes Leben lang in Bayern war, aber mein Vater kommt aus Hessen und meine Mutter kommt aus Niedersachsen. Weshalb es niemals, also ich rede einfach Hochdeutsch. Und wenn was rauskommt, dann ist es eher so eine Mischung aus Hessisch, Niedersächsisch und Bayerisch. Und manchmal Fränkisch. Deswegen sage ich auch sowas wie, Tag, Zug, Schlagsahne. Und Digga. Kuss auf Auge, Brudi. Gibt es sonst noch Opfer? And none of the refugees were harmed? One fellow was cut. He's lying over there near their kitchen. He's in a bad way. You mentioned a woman screaming who attracted the bypassers on the bridge. Was she harmed? Ja. No, she's all right, but perhaps the whole debacle started because of her. She started wailing and the refugees stood up for the girl. And where is this young woman now? Back there in the shacks, same as the rest of the refugees. She's been questioned by my men, but she's just some refugee girl. Can't understand much English. Das ist wahrscheinlich meine Frau. Fränkisch bin ich voll raus. Ja, der Magus, ne? Corona. Ich finde, Fränkisch ist wirklich so, boah, ganz schrecklich. Hä, was hat denn ja so geflimmert hier? Did you learn anything about the dead man? The fellow looks like a thug. I've had dozens like him fished out of the sea over the past 20 years. Ever since these refugees arrived, there have been people on Cordona with bad blood in them. My best bet is that this thug had something against them too. And no clue as to his identity? He had some items on his body, but nothing to indicate who he was or where he was from. I think I should catalogue his possessions in my records. Go on. They're on the table near the body. Body. Do you have any suspects yet? You're joking, right? I've got a whole camp full of suspects. And if you ask me, this bloke had it coming. Better bury him and forget about the whole thing. And now there's a crowd gathered at the camp, and my superiors say we must thoroughly interrogate the refugees. At least those who can understand any English. Do you believe that your superiors wish to get rid of the refugees? I think that both our superiors would rather keep the story quiet. Since that's an unaffordable luxury now, they're looking how to protect their public image. That's why I have to waste my time waiting for my people to turn every stone and befriend every refugee. Hallo Sam, the Ham. Vielleicht aber auch witzig. Here we go again. Number of hours on Cordona before stumbling upon another dead body? 0. Der ist aber ganz schön blau. Also jetzt mal ernsthaft das Wasser. Da ist doch Farbstoff drin. So blau ist kein Wasser. Fischen wir kaufen. Weißt du? Achso, ein Dialekt meinst du? Frag mich nicht. Ich hab auch keinen. Hier ist... Nein? Echt nicht? Okay. Dann halt Blut. Someone bled profusely here. Hätte er sich mal, also, zusammenreißen sollen, hä? Ich finde es nicht gut, wenn die so stark bluten, die Menschen. A fresh crack, as if the crate was hit recently. Das Geräusch klingt immer, als ob Essen fertig wäre. Wo ist eigentlich die 1? Hä, wir sind gerade 9? Das muss ich aber nicht alles nachstellen. Also welche, nee. Das ist jetzt ein Witz, oder? Da ist die 2.
Malpal, soaked with salt water. £1,000. A fair sum, especially considering British currency isn't very common in Cordona. Ach, jetzt darf ich doch angucken, okay. A simple leather sheath. Perfect for a dirk. Wo ist die 1? Can you satisfy my curiosity? Nothing I can tell. Achso, das wollte ich gar nicht, sorry. Mach das Sir, mal weg. but others might know more. Oh ja, jetzt chill doch mal. Ich wollte erstmal. Wo ist die 1? 1. 1. 1. Die Leiche ist die 1. Okay, gut, dann gehen wir jetzt erst zu 4. Die 4 ist hier. Furche im A Sand. furrow in the ground. Hat leicht geblutet, konnte sich A weiter blood trail fortbewegen. leading to or from the canal. 5. Das ist die 8. 5. Das ist ja durcheinander hier. Oh, carnelian agate beads, a traditional African adornment. Oh, nix. No hint of blood or impact. It might have been used as an improvised weapon. The blood sprayed off the blade after the strike. Sag mal, mit einer Niere kann man leben. Auf Bayerisch. Someone was dragged against their will. Oh, Gott sei Dank. Größe 10, A man's Barfußabdruck. footprint. Größe 9,5. Beschädigte Sohle. A heavy boot with a worn-out sole. Das ist unser Mann. Größe 9, Polizeistiefel. Police boots. Always happy to trample evidence. These events have fractured into so many pieces. But I know you can collect them all, Sherlock. Clearly a left handprint here. Darf ich hier durch? Sehr schön. Hi, da bin ich jetzt am Anfang, ne? Sehr schön. Schmutz oder den Fingernägeln Kohlestaub. Coal dust under the nails. I don't see much coal around here. Was für eine Schuhgröße hat er denn? Okay, das guckt er an. Okay. Heavy boots, with one sole far more worn than the other. This man was limping John. Das ist unser Böser. Das ist unser Mörderer. Jetzt mal 10 Minuten nachholen, wäre echt der Killer. Ja, also dann hätte ich glaube, ist das Spiel auch einfach, also weiß ich nicht, gelöscht. I'd say the blade penetrated upward, however the wound is too messy to be certain. Mann, jetzt... Oh. Ich nehme einfach den Dolch aus der Wunde, na dann. Easy. A steel dirk, sharp. A common accessory among sailors and soldiers. An interesting tattoo. Does it mean something? A violent death. But this man, limping. Coal dust. I think we're onto something here, John. Ja, was ich nur noch... Also, da hinten lag noch ein halbtoter Mann. Mit dem würde ich ja auch gern noch mal. Hallo, Freund. The cut is deep, potentially serious if not treated immediately. Ach, das juckt uns nicht, oder? Hast du zufällig Größe 10? Aber du siehst so klein aus. He is in shock, feverish and dehydrated. Stellst du wieder Sherry, fertig. you know first aid. Surely you have a duty to help this man. You can't leave him to certain death. You know what? I'd like to understand. What? How did our dead man end up inside the camp in the first place? I think we can find all we need here in the camp. Let's have a good look around. Was brauche ich denn alles?
ein Huhn. The refugees have been detained and will not leave until all the circumstances are clarified. Im Lager befindet sich ein verletzter Flüchtling. Sein Zustand ist ernst. Die Schnittwunde im Brustbereich ist tief und blutet. Er hat Fieber und ist dehydriert. Der Mann wird an einer Infektion sterben, wenn seine Wunde nicht behandelt wird. Ich sollte versuchen, etwas im Lager aufzutreiben, damit ich ihm helfen kann. Was ich für die Wunde brauche. Etwas zum Säubern, etwas zum Desinfizieren, etwas zum Verbinden. Okay. Hast du was für mich? Are you able to help me? Nothing I can tell you, sir, but Okay. others might know more. Bis gleich, Dominik. Jetzt vibriert. It won't do any good. Warum nicht? Ach so, das Auge heißt ja den. Da hinten ist blau. Ich seh's. Stechpalme. That will kill, not save him. Entschuldigung. Oh, die Stoff. Vermutlich sauber. Just washed. Better than nothing to bandage the wound. Ah, vermutlich sauber reicht mir, ne? Was haben wir denn da noch? Was stehst? Abgekochtes Wasser? Gekochtes Wasser sauber, ja, dann nehmen wir das. I'll use it to create a solution. Aber dann nimm einfach. In die Hand. Gut. Jetzt war ich wahrscheinlich irgendeine Pflanze, nicht wahr? Weil sonst hätte es mir die Pflanzen nicht die ganze Zeit angebläut. Wohlgesonnen. Dann. Hat jemand eine Pflanze für mich? Lebt direkt an der Küste, na dann. Aloe Vera, das ist doch gut. I can use this to stop the infection from spreading. Aber was ist das andere hier? Efeu, das ist auch nicht gut. Nausea and stomach pain is not what he needs now. Echt nicht? Ich hätte ihm das gegeben. I've collated all the ingredients now to prepare the first aid solution. Vermutlich ist auch was besser als desinfizierte Binden zu der Zeit. Willkommen zurück, Dominik. Ja, Efeu hätte es ja auch, also, wäre interessanter geworden, oder? So, ich habe dein Zeug. Was mache ich jetzt? Ach so, ich muss erstmal ein chemisches Experiment machen, ja? Mal gucken, ob der das überlebt. 214, minus 4. 2-1, minus 4. Warum habe ich mich bei dem ersten so angestellt? Thank you. This should make you feel better, my friend. Now remain lying down and drink as much water as you can. Well Der done, lebt Sherry. wieder. At least he won't die from the infection. Das ist ja fast schon Handauflegung. Danke, danke. Meine 15 Punkte, wisst ihr noch, von denen ich gar nicht oft schon erzählt habe. Well done, Sherry. At least he won't die from the infection. Ich bin halt nett. Eindringen ins Flüchtlingslager gelangt ist. Welche Möglichkeiten gibt es? Okay. Aber hier, ne?
Kohlestaub unter den Nägeln. Hier. Der Schurke war auch in Vogels Galerie. Der Tote aus dem Flüchtlingslager war derjenige, der in Werner Vogels Galerie eingebrochen ist. Der Schurke. Boot unwahrscheinlich. It's unlikely anyone could get in or out of the camp by water without alerting the police guards. Hä, warum ist er gerade rückwärts gelaufen? Mit der tollen Handschrift. Genau die Lurker. Hä, du kannst davon gar nicht wissen, Lurker. Ich habe davon noch von gar nicht erzählt, so. Ist doch ganz neu für euch. 8 Fuß, kurz. No, it's too short for these walls or cliffs. Vielleicht ist das Spider-Man. Schon mal darüber nachgedacht? If they find out about the passage, everything will go to hell. Stabiles Tor wurde lange nicht geöffnet. Sealed shut. I doubt our man could get through these grates. Was für eine Passage. May I ask for your assistance? A solid question, sir, but Ihr I habt don't have the gerade was answer. von einer Passage gesagt. Ich habe das genau gehört. May I ask for your assistance? Nothing I can tell you, sir, but others might know more. Time to check your who, what, and what, Sherry. Oh, Schnauze Who are jetzt. you asking about? If they Sherry, find out just about- look at this. Living quarters in a sewer. What kind of a genius bureaucrat came up with this idea? We have seen some dark places in Cordona. If they find out about the passage, this- Ach, jetzt plötzlich. go to hell. Welche Funktion der Durchgang hat. Im Licht der Öffentlichkeit. Nö. Geld. Hysterie. Abriegelung des Lagers. Alter Spürhund, nein. Geringes Gehalt. Was? Flüchtlinge rausbringen. Okay, Abriegelung des Lagers und Flüchtlinge rausbringen. Warte, jetzt gib doch mal. If they find out about the Geld. Was geht im Flüchtlingslager vor sich? Einige Polizisten befürchten, dass das Lager aufgrund der Angelegenheit mit der Leiche vollständig abgeriegelt wird, wodurch sie mit ihren illegalen Aktivitäten kein Geld mehr verdienen würden. Nobody will know anything if you keep your bloody mouth shut. The coppers smell fishy here, Sherry. Perhaps we should sniff around in the camp a little more thoroughly. Sollten wir das tun, bevor wir das Lager verlassen, für den Fall, dass es tatsächlich vollständig abgeriegelt wird? Reden, ne? Das ist doch einfach nur reden. Mit Person reden. Gut, dann machen wir das doch. Could you help me? Nothing I can tell you, sir, but others might know more. Do you know anything about this? Nothing I can tell you, sir, but others might know more. Beeindruckend, diese 15 Punkte Looking nicht at immer. us, Sherry. Das You war jetzt sure zum you ersten know Mal. what you're Sehr doing? schön, sehr schön. Genau so. Ja, also ich hatte mal 15 Punkte in Chemie. Da war ich auch echt stolz auf mich. Und ich habe auch nicht damit gerechnet, dass ich es May kriege. I ask you something? Nothing I can tell you, sir, but others might know more. Kann ich vielleicht mit den kaputten Flüchtling reden, der jetzt nicht mehr ganz so kaputt ist? Weißt du was davon? Nein? Aber du. Is this familiar to you? A solid question, sir, but I don't have the answer. Everyone's looking at us, Sherry. Oh, halt doch die Schnauze, Back John. Gott, nervt er mich? Vielleicht weiß er was. You still here? I'll just look around and do my paperwork. You won't even notice me. I wish. Ich wollte uns noch nicht verwöhnen. Ich glaube, mit den beiden hatte ich noch nicht, ne? Do you know anything about this? Nothing I can tell you, sir, but others might know more. Is this familiar to you? A solid question, sir, but I don't have the answer. Oh, Can I ask you a question? bored. Oh, I don't know. Call me about when that. you find the Ask one of the answer. others. Are you able to help me? Unfortunately, my casebook is empty on this. Oh, I am bored. Oh ja, dann Call me when halt you doch die find the Klappe und answer. hau einfach Can I ab. ask you a question? Unfortunately, my casebook is empty on this. Excuse me, just one question.
Unfortunately, my casebook is empty on this. You obviously haven't thought this all through. Or you May just I don't ask you need something? people on Oh, I purpose. don't know about that. Ask one of the others. Die Frage ist halt, ne? Ich meine, im Lager... Ja, deswegen war verstummelt. Deswegen habe ich mich zum Polizisten gemacht, aber es hilft ja auch nichts, scheinbar. Could you help me? Unfortunately, my Ich könnte casebook is natürlich, empty also on ich könnte this. mich natürlich als Flüchtling verkleiden, Do you know dass sie anything mir about this? helfen wollen. Unfortunately, my casebook is empty on this. This isn't working. You might need a different tack. Ja, chill doch. Hä? Stand da nicht ein Polizist noch? Back off. Oh, ja. Hä, jetzt steht... Der stand da gerade nicht, oder? Der stand da... Nee, oder? Do you know anything about this? Unfortunately, my casebook is empty on this. Okay, kann ich mich als... Afrikaner... Excuse me, just one question. I uphold the law, so I'm not answering your questions. Ich meine, die da vorne sind ja schon korrupt. Mit denen könnte ich ja reden, oder? Excuse me, just one question. I uphold the law, so I'm not answering your questions. Gespannt. Oh, I am bored. Call me when you find the I answer. am bored. Can you satisfy my curiosity? I uphold the law, so I'm not answering your questions. Can you satisfy my curiosity? Don't think I can help you, lad. Time to check your who, what, and what, Sherry. Ja, Who der you Halbtote. asking, about what, Help me, and please. dressed as I what. uphold the law, mit so dem- I'm not answering your questions. Mit dem konnte ich ja nicht mal reden. Hier, der. Die anderen sind alle eingesperrt, ja? Die anderen sind alle da hinten eingesperrt. Back off. Wo ich nicht hin darf. Ist mir jetzt egal, okay? Ich ziehe mich jetzt wieder um. Und dann löse ich den Fall und ich scheiße auf alles andere. Hartgesottener Inspektor. Ist hier irgendwie was? Da komme ich ja nirgendwo hin, nicht wahr? Ich meine, da darf er ja auch nicht herkommen, weil das hätte man ja gesagt. Oh, nee. Oh, Entschuldigung. Aber was habe ich denn jetzt noch nicht gesehen? Kann ich vielleicht noch weiter rauf? Maipal. A single Malpal butt. Roadman's cigarettes. A brand highly regarded by law enforcement officers. So there Law wasn't any enforcement. sophisticated infiltration plan. The good old police just let the man into the camp. Now we have everything we need to get the full picture of what happened at the camp.
Okay, kann ich mit ihm darüber reden? I hope I'm not making a grave mistake in trusting you, Mr. Holmes. Who isn't allowed to visit the crime scene these days? Are you able to help me? A solid question, sir, but I don't have the answer. Aber als Polizist die Polizisten befragen. Egal. Ich habe jetzt also da genug zu tun da hinten. Wow, Lurker. 7% nicht, nein. Naja, gut Job würde ich jetzt nicht sagen, aber hey. Oh nö, jetzt, ne? Oh Gott. Ich hab doch keine Ahnung, Leute. Also ernsthaft keine Ahnung. Das kann gefühlt alles sein. Das ist halt echt viel. Ja. Ja. Ich glaube, ich probiere einfach rum. You're not even Hä, aber das ist trying, doch gar nicht der. Sherry. Warte mal, wer ist denn das? Concentrate. Wer liegt denn da? Ja, das macht mehr Sinn. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Ach, hier fehlt auch noch. Nee, doch nicht. Aber warte mal. Es ist ja nicht Ziegenbärtchen gestorben, oder? Es ist doch... Oh. Wer ist denn gestorben? Sag mir mal den Ermörderten. Doch, Ziegenbärtchen ist gestorben, okay. Als ob ich drauf achte, wie die Leiche aussieht. Ach, stimmt, der andere ist der da liegt. Okay. Okay, ja. Oder? Okay, was hatten wir denn? Ich glaube, sonst kommen wir nie weiter. Ja, richtig locker und so liebevoll, so motivierend, nicht wahr? Das sind nackte Füße. Und es ist gezogen worden. Das heißt, sie ist nicht freiwillig mitgegangen. Das war schon mal das erste Blut. Ja, das klingt sinnvoller. Was war das? Das war die Perlenkette. Das macht Sinn, dass ihre Perlenkette kaputt ist. Was ist das nächste? Ja, das macht Sinn, dass die Perlenkette ist hin, ja. Fußabdrücke. Das war Naki Fusi. Und Dingsi Fusi. Ich keine Ahnung. Was weiß ich denn, was hier war? Nee, das macht keinen Sinn, oder? Weiß ich nicht. Ja. Nee, das Blut macht so mehr Sinn. Gibt's noch irgendwas, wo ich was machen muss? Nee, ne? You're not even trying, Sherry. Oh, dann Concentrate. ja, Gott. Oh, ich hasse es so. You're not even trying, Sherry. Concentrate.
Weißt du, statt neuer Eintrag in Johns Tagebuch könnte auch einfach... John gefällt das nicht. You're not even trying, Sherry. Concentrate. So, we have a thug who came to take a refugee woman with him. She resisted, but he dragged her by force. One of the refugees stood in his way, armed with a stick, yet he could do nothing against a cutthroat with a blade. The man didn't anticipate that the other refugees would intervene and stand against him. In the confusion, the woman managed to break free. The thug took fright and fled. He was stopped by the falling crates. He stumbled and fell, piercing his chest with his own blade. However, the wound didn't cause instant death. He managed to stand, but still bleeding, he lost his balance on the bridge and fell. Before all of this, the man had freely entered the camp through the main entrance. The police admitted him after they had a short smoke together. You live by the sword, you die by the sword. In our man's case, it's the same sword. Hallo Skelett, hallihallo. Könnte auch helfen. Er schnipst doch schon immer. Würde mehr Sinn machen als neuer Eintrag. Ja. Dankeschön. Oh, das ist wirklich, es ist halt so frustrierend. Der Halunke gelangte ungehindert durch den Haupteingang ins Flüchtlingslager. Die Polizei hatte ihn nach einer kurzen Unterhaltung beim Rauchen einfach passieren lassen. Genau. Lang durch in die Brust. Die Verletzung führte nicht sofort zum Tod. Der Halunke konnte sich noch aufrappeln und blutend zur Brücke schleppen. Dort verlor er jedoch das Gleichgewicht und stürzte in den Kanal. Im Lager umhören. Einige Polizisten befürchten, dass das Lager aufgrund der Angelegenheit mit der Leiche vollständig abgeriegelt wird, wodurch sie mit ihren illegalen Aktivitäten kein Geld mehr verdienen würden. Wie hören wir uns um? Gibt es irgendwas korrupter Anzug? Irgendwas? Das Beste vom Besten. Das schreit doch schon nach Korruption, oder? Ganovenmütze. Ja, das klingt gut, oder? Keine Ahnung. Ich habe ehrlich gesagt gar keinen Bock drauf. Ich will das einfach nicht machen, weil ich keine Ahnung habe. Ich habe keine Lust, das rumzuprobieren. Weil, was soll ich denn machen? Kann ich jetzt mit ihm reden? Mr. Harlow, your refugees didn't murder anyone. What? Pray tell me what you've learned. All right, listen carefully. This might solve one problem for you, but will create a few more. Oh, well, that's a great start. The man came to the camp intending to kidnap one of your refugees. Dafür wollte ich eigentlich nicht mit ihm reden. What he didn't expect was that the refugees would stand up to protect the woman. A brawl had broken out. In the chaos of it, the man stumbled over those crates and fell on his own blade. How do you know he fell on his own blade? The wound in his chest was inflicted from an unusual angle. It was not an offensive stab, shall we say. The refugees didn't touch him. And judging by the blood at the scene, the intruder managed to raise himself, but was unable to walk very far. He ultimately fell into the canal. But how did he sneak into the camp? Why didn't the police see him? And this is where your new problems emerge, Mr. Harlow. What do you mean? You're not a dull-witted man. You know what I mean. There is no feasible way to get into the camp without the police guards knowing of it. The pile of mess I had to sort out has just become bigger. But somehow that doesn't surprise me. Anyway, I thank you for your help, Mr. Holmes. I'll take it from here. Meanwhile, I'll make sure the police aren't detaining the refugees any longer. You can go back in and look for your witness. You think one small clock can make any difference in this place? Ach, jetzt Who darf ich, knows, okay. John? Just one ill-fitting cog could make the whole machine crumble. Was, Kock? Entschuldigung. Okay. Jetzt kann ich. Jetzt sind da auch Personen. Sag mir doch, dass ich noch nicht kann. Leute, ich hab Can I Fragen. ask you a question? They often take us from the camps to work. Most don't mind, though. It's the only way we get a glimpse of freedom.
Was geht im Flüchtlingslager vor sich? Den Aussagen der Flüchtlinge zufolge kommen regelmäßig zwielichtige Personen ins Lager und nehmen Flüchtlinge mit, die dann außerhalb des Lagers unterschiedlichste Arbeiten verrichten. Dabei handelt es sich für gewöhnlich um schwere Arbeit, doch die Flüchtlinge bekommen dafür Geld und Essen. Die Frau, die aus dem Lager entführt werden sollte, wurde einmal missbraucht, nachdem sie vergeblich zum Arbeiten mitgenommen worden war. Seitdem haben die Flüchtlinge nicht mehr zugelassen, dass Frauen aus dem Lager geschleust werden. Was that depravity in the photograph one of the workplaces the refugees are taken to? Aber immer noch reden? Ups. And all the while the police look the other way. Ugh, typical. Could you help me? Sorry, we don't see much here. Ja, es ist halt alles ein bisschen dämlich. Du bist doch eine Frau. May I ask you something? Sorry. We don't see much here. This isn't working. You might need a different tack. Kann ich die vielleicht darauf ansprechen? May I ask for your assistance? Mit wem soll ich Nothing denn I can tell you, reden? sir, but others might know more. Help me, please. Muss ich das... Nothing I can tell you, sir, but others might know more. Everyone's looking at us, Sherry. You sure you know what you're doing? Ja, ich weiß genau, was ich tue. Eine Frage? I owe you a lot, Mr. Holmes. Danke. You still here? I'll just look around and do my paperwork. Aber ich You won't glaube, ich even kann notice jetzt nicht me. mehr weiter. Ich glaube, I wish. die Punkte mit Person reden. Ich weiß aber nicht, mit welcher Person. Deswegen glaube ich, bringt mir das gerade gar nicht so viel. So. Du bist doch eine Frau. Dich frage ich. May I ask for your assistance? Sorry. We don't see much here. Die weiß ja doch von gar nichts, oder? Du da hinten, ne? Du weißt doch was. You're the one who tended to our man's wounds. I thank you greatly. The police didn't allow us to help him. The police will leave you alone now. I've proven to them that the man who came into the camp died due to his own foolishness. Thank you for standing up for us. But nobody would help us without a reason. You're here because you want something. Yes, I do. I need to speak with the girl drawn here. The dead man came for her too. He wanted to take the girl away, but we won't allow her to be hurt again. What do you want from Nayla? Naylor. She was hurt some time ago. I'm here to find the people who did this and bring them to justice. And to find them, I need Naylor's help. Will you let me speak to her? Justice. There's no justice on this land. But you helped us, so maybe your words are not empty. You can speak to Nayla, if she wants it. But I will be watching you. I will be watching. Die wollen alle nicht kooperieren. Hello, Naylor? My name is Sherlock. I know someone hurt you. I am here to help. I'm trying to find the people involved and bring them to justice. Please. Ich weiß, ich würde nicht reinlassen. There is a photograph, and I'm sorry, it is terrible, but I simply must ask. Where did this happen? Schon mal What gut can you gemacht, tell me Black about these Sandbox. people? Christ, Sherlock. Naylor, I'm sorry. I'm not very good at this. You come here for me, but you are rude and cruel and condescending. A cross. The man had this cross. Now go away. Leave us be. I do not need another white man's help. Oh, glad that wasn't me. Not my best work, John, by a long shot. Naylor doesn't want us meddling. I'm starting to wonder what this all achieves. But she helped you anyway. Now we know that maniac's face and the cross he wore, we can still catch him. Ich wollte doch nur helfen. Vielleicht kann ich mit ihm drüber reden. At least some of your kind have a heart. Thank you again. At least some of your kind have a heart. Thank you again. Was ist denn mit dir? Wie komme ich denn dahin? Hallo, Kayla.
Are you able to help me? Sorry. We don't see much here. Hat gerade der Mann mit mir geredet als Frau? Help me, please. Sorry. We don't see much here. Everyone's looking at us. Oh ja, ich versuch's doch nur. May I ask for your assistance? Sorry. We don't see much here. Ich will doch nur was darüber... Okay, weißt du was? Wir lassen das jetzt einfach endgültig. Fotografie einer Vergewaltigung. Schurke verletzt die Frauen nicht. Vergewaltiger ist hochrangiger Beamter. Derartige Orden werden für gewöhnlich nur hochrangigen Staatsdienern verliehen, sowie dem Vergewaltiger auf dem Foto. Der Schurke wollte die Frau entführen. Der Schurke kam ins Flüchtlingslager, um eine junge Frau zu entführen. Er hätte sie töten können, tat es aber nicht. Nicht nur Dieb, sondern auch Handlanger. Der Schurke ist nicht nur ein Dieb, sondern wollte auch eine Frau entführen. Ein Handlanger für verschiedene Aufgaben. Der Mann, der tot im Lager gefunden wurde, hatte eine zufällige Tätowierung im Halsbereich. 2 beieinander abgeordnete horizontale Linie mit einem Punkt drüber. Die Punkte. Wie komme ich denn an die Punkte ran? I owe you a lot, Mr. Holmes. You still here? I'll just look around and do my paperwork. You won't even notice me. I wish. Wen kann ich denn nach dem Tattoo befragen? Wer wüsste denn was über ein Tattoo? Mit ihr kann ich nicht nochmal reden, okay? At least some of your kind have a hat. Thank you again. Also ich verstehe, woher es kommt, aber das ist auch rassistisch. Können wir aufhören mit Rassismus, egal in welche Richtung, danke. Who isn't allowed to visit the crime scene these days? Murder! Okay, ich mache erstmal das. Buch heißt... Archiv. Vielleicht ein auffälliger Kreuz von Orden. Britische Amtsträger. Das müsste das andere gewesen sein. Das müsste... dann hier gewesen sein. Wieso kann ich nicht reisen? Why not? Aber jetzt gut. Gut, das lohnt sich fast gar nicht, aber hey. Tätowierer finden oder so. Ich weiß, gibt's Tätowierer hier in dem Spiel? I don't know. Gespräch beim Arzt. Ja, stimmt. Und das beunruhigt sich. Quatsch, dieser Schlugscheißer. Oh, Schlugscheißer. Oh, den würde ich auch gerne mal schlagen. Entschuldigung. Tierisch auf den Sack. Also, wenn man sich so jemanden als imaginären Freund sucht. Also, sorry, aber ne? Briten. Stadtteile vielleicht? Okay. Informationen über Thomas Norton. Thomas Norton, geboren 1840 in London. 1864 Abschluss an der Universität Oxford. Begann 1869 im Innenministerium als Sekretär zu arbeiten. Wurde 1875 Militärattaché in Indien. Wurde 1877 von der Queen mit dem Orden of the Bath ausgezeichnet. Der konnte gut baden. Immerhin. Wurde am 1. März 1878 zum britischen Abgesandten auf Cordona ernannt, mit eigenem Kabinett im Rathaus. Und wie kriege ich den jetzt? Ja, und jetzt? Ein Kabinett im Rathaus? Jetzt Thomas. Sind wir nicht gerade im Thomas-Haus? Sind wir nicht gerade im Rathaus? Oder sehe ich das falsch?
da ist er doch. Thomas. Ich hab sie überführt, Thomas. If you're here on matters of signing up for military service, come back tomorrow. Our department needs to straighten out some business. Da kann man nicht mal in Ruhe die Nase putzen. Dankeschön für den Raid. Hallo Vampirata, hallo. Dankeschön für den Raid. Was habt ihr Schönes gemacht? Wie war der Stream? Und hallo ihr Lieben. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Da putzt man sich gerade die Nase. Weißt du? Bart stoppeln, keine Zeit zum Rasieren. Gerötete Augen, kein Schlaf letzte Nacht. Oh nein, der Arme. Er tut mir echt leid. Das fassen wir uns umarmen aus links Slime Ranger. Das sind aber auch Extreme, ne? Das nennt man Abwechslung, glaube ich. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Britischer Ritterorden, abgenutzt, da immer getragen. Ja gut, ich wäre da auch stolz drauf. Roter Fleck Wein. Hä, als ob der sich nicht die Hand gewaschen hätte. Was gibt's denn hier noch? Zeig mal, was hast du denn noch so? Oh. Zerknitterte Kleidung, arbeitet immer sehr lange. Der Order of the Bath, was? Der Bademeister sieht recht abgenutzt aus. Achso, der Orden. Der Orden sieht recht abgenutzt aus. Der Mann ist stolz und scheint seinen Orden nie abzunehmen. Der rote Fleck auf seinem Handgelenk lässt vermuten, dass er vor kurzem Rotwein getrunken hat. Wie trinkt man denn das mal? Naja, egal. Extreme Aufmerksam. Deshalb das Timing vom Raid. Nur weil ich meine Nase geputzt habe. Seine zerknitterte Kleidung, sein unrasiertes Gesicht und seine geröteten Augen deuten darauf hin, dass er an Schlaflosigkeit leidet oder von starken Schuldgefühlen geplagt wird. Er wirkt so, als ob er einen fortwährenden Albtraum durchlebt und am liebsten seine schrecklichen Erinnerungen an einstige Fehler loswerden würde. Pff. Feiert gerne, ich mag den nicht. Der rote Weinfleck auf dem Handgelenk und das unrasierte Gesicht sprechen für eine laxe Einstellung gegenüber seinen Pflichten. Der Order of the Bath sieht recht abgenutzt aus. Der Mann ist stolz und scheint seinen Orden nie abzunehmen. Der zerknitterten Kleidung und den geröteten Augen nach zu urteilen, hat er die Nacht nicht zu Hause verbracht. Statt sich die Nächte jedoch mit Arbeit um die Ohren zu schlagen, erweckt dieser Mann eher den Eindruck, dass er in dieser Zeit dem Alkohol und körperlichen Lastern frönt. Ja, komm, geplagte Gewissensbisse. Why are you staring at me like I'm a Madame Tussauds figure? Didn't you hear what I just said? You blame yourself for what you did. Won't be any good unless you confess to me, so I'll try to be polite. What sort of did are we talking about? Are you from the press? I'm here because of Naylor. Who? You don't remember her name. Lad, if you won't tell me where you came, I'll call for someone here to sort you out, if you get my meaning. Do you recognize this man? We definitely look alike. But you have the wrong person. Really? Then you won't mind if I pass this along to the newspaper? All right. Is this about money, as you said in the letter? What kind of sum are we talking about? I've never written a single word to you. Bribery, not my style. So, that letter, it wasn't from you? Well, it appears that more and more people in the city are finding out about your despicable hobby, doesn't it? You're in the clutches of justice, and very soon they will squeeze you. It's in your best interest to cooperate. Fine. I suppose now we have a nice long talk. Do you drink, Mr. Sherlock Holmes. And I do not. Shame. All the best discussions are accompanied by a glass of whiskey. But out of respect for you, I won't drink either. Respect? Warum können wir kein wirklicher Vampir sein und uns einen Drink genehmigen? Where are my manners? My name is Thomas Norton, a British envoy in Cordona on a military mission. So, where do we start? So, let's return to the beginning. What happened at the party? I vaguely remember that night. As usual at such parties, you meet people, you talk with them, they invite you to spend some time alone with them. What can I say?
I got myself mixed up with the wrong company, and somebody must have mixed some psychoactive substance in my drink. Ja, After that, it's all bestimmt. blurry. I completely lost my sanity. I made a terrible mistake which I regret deeply. You don't say. Ja. Do refugee girls often appear on the menu at those types of parties? It's rather rare. So you didn't attend the party to engage in an exotic experience involving a vulnerable woman unable to accuse you of assault. I would never have planned such a terrible thing. What happened was just bad circumstance. Klar. Ich glaub dir alles. The painting that depicted you in the image of the devil was stolen by a mercenary. Did you have anything to do with it? I might be a rotten person, sir, but hiring criminals for illicit purposes is not in my daily schedule. And buying the painting in an attempt to hide the crime, is that on your daily schedule? What would you do in my situation? I would never put myself in such a situation. Danke, Sherlock. You're young. I could never have imagined myself in my current position. Yet, here I am in front of you. We all make mistakes, Mr. Holmes. And I'm no exception. Ja, aber es gibt Menschen, die Fehler machen und zu diesen Fehlern stehen und sich einfach dafür bestrafen lassen und daraus lernen. Und es gibt diese Leute, die Fehler begehen und dadurch, um diese Fehler zu vertuschen, einfach alles andere auch noch falsch machen. Hallo, Missy. Dieser Mann macht mich aggressiv und ich möchte ihn gerne abstechen. Boniface Mercurio, does the name mean anything to you? He's an artist, right? The one responsible for the painting that compromises you. Look. I found him dead in his room. Oh, Oh, that ja, is oh. bad. Wait, you don't think that I have anything to do with this? Ach, You du had doch motive to kill nicht. him. Maybe I did, but listen. I know how this looks, but murder? That's on another level. I had thoughts that this Mercutio... Mercurio. Well, him, yes. I thought he could have been the blackmailer. But I was too afraid to make any hasty decisions. There were plenty of ways to fail by making a move, so I chose to wait. To see what he would do next. You have to believe me. I don't believe people, I believe evidence. Then look at the evidence. Oh, das ist mir eigentlich relativ scheißegal, Junge. You mentioned blackmail. Tell me about it. All right. A couple of days ago, I received an anonymous letter. It said that in the art gallery at Caravansary there exists a painting that incriminates me. The blackmailer made it clear that if there is a painting, then a photograph exists too. And I should be wary of what it might do to my reputation. What does the blackmailer want from you? Money, of course. What else do such people want? Needless to say, I don't remember anyone taking photographs at the party. Up until the last moment, I hoped he was bluffing. But he wasn't, as you've just proven to me. Show me the letter. I burnt it as soon as I read it. I've left enough evidence. There's no need for any more. Mr. Holmes, I've built my entire career on hard work and uncompromising dedication to the Crown. I made a mistake, but I'm not a villain from some cheap adventure fiction. By putting me behind bars, you will benefit precisely no one. Rotting in prison is the least you deserve, but I have a better idea. You will make amends and help the ones you hurt. Ich meine, Naylor ist doch auch Flüchtling, oder? Also, wenn ich sage, helfen Sie den Flüchtlingen, heißt es ja gleichzeitig, helfen Sie Naylor. Use your connections to help patriate the refugees, find them decent homes, give them jobs. There must be a meaning to your position and my decision. Yes, all right, I can do that. So, will you give me the photograph now? Nein. That's not all. Oh. Naylor deserves the very utmost of what you can do. Help the girl? I can't risk the press paying extra attention to her. I will do anything except that. I need to think this all through. Don't do anything foolish in the meantime. What makes you think you can decide what's best for these people? Such is the arrogance of British imperialism. I take your point. Aber ich will ihn nicht... Mann, ich bin so ein Gerechtigkeitsmensch. Regeln sind dazu da, um sich dran zu halten. Ich kann doch jetzt nicht den bestechen und ihn davon dann wegkommen lassen, auch wenn... Oh.
Der Abgesandte braucht die Fotografie. Der Abgesandte hegt ein eigennütziges Interesse an der Fotografie. In seinem Besitz wäre sie für ihn keine Gefahr mehr. Opfer des Systems. Die Flüchtlinge sind Opfer des unmenschlichen Systems. Ihre Situation muss und kann verbessert werden. Okay. Der Abgesandte will seinen Ruf wahren. Der britische Abgesandte missbrauchte bei einem Fest die Geflüchtete. Wenn ich mit der Fotografie seiner Tat an die Öffentlichkeit gehen würde, wäre seine Karriere ruiniert. Er könnte jedoch den Flüchtlingen helfen, um dies zu verhindern. Gnadenlose Gerechtigkeit. Der britische Abgesandte verdient für seine Tat weder mein Vertrauen noch Vergebung. Eine ruinierte Karriere ist das Mindeste, was er verdient. Ich werde Werner Vogel die Fotografie geben, damit er die Sache an die Öffentlichkeit bringen kann. Das kleinere Übel. Thomas Norton ist ein Vergewaltiger, der bestraft werden sollte. Andererseits würde dadurch den Flüchtlingen ein besseres Leben verwehrt bleiben. Ich werde dem Abgesandten die Fotografie geben, damit die Flüchtlinge eingebürgert werden. Oh, ich hasse solche Entscheidungen. Ich hasse solche Entscheidungen absolut, ne? Nee. Ich würde ja gern mit Naylor reden, ja? Aber wehe, ich töte dich eigenhändig. Have you thought it all through? Almost. The refugees, what will happen to them? Well, I wouldn't be standing here in this fancy office if I didn't know how to pull the right strings. In fact, it's the only thing I know. The local governor will receive a decree signed by the House of Lords containing a request to patriate the refugees in the name of the Crown. From where did you gain such influence? I never asked you how you found the photograph. So don't ask the magician how he performs his tricks. But how can I believe you? Ugh, I presume you do believe in my selfishness. The initiator of the refugee salvation will be none other than the British envoy, savior and protector of those in need. It's a win situation for me too. Now, also wenn es für dich auch ein Vorteil ist, warum machen wir den Deal? You deserve to be punished, but the greater good is what matters here. Ja, das ist das I Problem. won't bargain it for justice for Naylor. I'm glad that this situation is over. It will be over when you settle the matter of the refugees. You have my word, Mr. Holmes. Das ist bestimmt entscheidend, weil sowas damals bestimmt als Sachbeschädigung abgetan wurde. Ja, das Problem an der Sache. Wenn ich mir überlegen würde, dass ich Naylor bin. Ich wurde vergewaltigt, ich habe ein Kind davon. Aber meine Familie, die unter der Brücke mit mir gemeinsam lebt, sind die Flüchtlinge. Ich glaube, ich würde wollen, dass man einfach ans größere Wohl denkt. Weil es einfach sehr viel beschleunigen würde. Weil bis Flüchtlinge anerkannt werden oder beziehungsweise als Menschen gesehen werden, würden noch etliche Jahre vergehen. Wenn sie aber direkt eingebürgert werden würden, sie normal arbeiten, sie da wohnen dürfen, als normale Menschen, dann werden sie schneller als normale Menschen gesehen und es wäre schneller gerecht. So, das ist das, was ich mir gerade denke. Natürlich ist es absolut falsch. Also, natürlich ist es absolut falsch. Mr. Holmes, you've returned. Have you uncovered anything new about the theft? I've brought news, but not all of it will please you. Fill me in, Mr. Holmes. I won't shoot the messenger. Hilft halt auch direkt und nicht nur dem Bild der Gerechtigkeit, ja. Aber ich bin ganz ehrlich, als er gesagt hat,
Ja, für mich ist es ja auch ein Vorteil. Also da hätte ich am liebsten ihm einfach eine gehauen, das Bild abgenommen und gesagt, okay, ganz ehrlich, verpiss dich. I tracked down Boniface Mercurio. I presume he wasn't delighted about the situation. He was not having a good day on account of his murder. Killed in his own flat by the same person that stole his painting. Tag. Oh, sweet Mercurio. Perishing in the pursuit of his art. How apt. I will miss his exceptional sense of humor. Ja, der Mercutio, dem ging's halt, also der war wohl nicht erfreut. Nee, also der hat nicht seinen besten Tag. Ja, liegt daran, dass er tot war. I located the thief, but found him rather cold. He was tight-lipped about the painting, too. He's dead. How very droll, Mr. Holmes. One presumes you were not responsible. It was an accident at the refugee camp. He impaled himself on his own knife. Life is nothing if not cruel and capricious. What about the stolen painting? Have you located it? Unfortunately, I could not locate the missing painting. Oh, Mr. Holmes, such disappointing news. Not even a shred of information? The slightest lead? I'm afraid the case has gone cold. I suppose if you were unable to find it, no one else could. What a pity. Oh, but I can tell. You learned something else, didn't you? What happened to your crusade of truth? Was it not that important, after all? No truth will satisfy you, Mr. Vogel. It was not an attack, Mr. Holmes. If you've chosen not to tell me, I respect your intention. But it is just rather boring, isn't it? It is what it is. Well, now that we've resolved all of our outstanding matters, I have a gift for you. I took the liberty of having it delivered to Stonewood Manor. I am told it belonged to your mother. And what exactly have you sent me? Frankly, I'm not sure how to answer that. I trust you'll know. Oh ja, kein Fan. Wir wissen ja, wo wir welche finden. Wenigstens hat es was Gutes für die Flüchtlinge. Und sie ist auch sie ist ja auch ein Flüchtling. Und das heißt, ihr wird es ja auch was Gutes tun. Klar, also bei ihr ist es verhältnismäßig. Also, wie will man das überhaupt, also wie will man sowas überhaupt ausgleichen mit positive, keine Ahnung. Du könntest hier 20 Milliarden zahlen und es wäre nicht ausgeglichen. So, du kannst es halt nicht rückgängig machen, aber verhältnismäßig kriegt sie davon weniger. Aber es hat generell mehr Nutzen. Previously you mentioned there may have been more to my mother's passing than consumption. It appears you were right. Oh dear. I'd hoped to be wrong. She was unstable, mentally unwell. She required sustained, specialized treatment, but her madness persisted. I knew that Violet had disappeared from the public eye, but had no idea of her suffering. I cannot imagine what you're feeling. I'm fine. Mir geht's gut. Tschüss. Thank you, Mr. Vogel. I am curious to see what you have procured. Ja, Vampirata, wir mussten das heute schon mehrmals aushalten. I think I'll leave the exhibition in its current state for a while. I'll call it The Art of Vandalism. Wow, das ist eine komplett neue Information. Das hast du uns ja noch gar nicht gesagt. Wow. Danke für die Info. Oh. Okay, Mutterliebe hat was Neues. Mann, das ist so lang alles. Also, ich weiß halt nicht, wie man das noch... Oh. Was, Aale an der Angel? Ganz ehrlich, da hat man doch keinen Überblick mehr. Bei den ganzen Bubbles. Es ist ein bisschen zu unterteilen, wäre echt gut gewesen. Was ist denn mit der PS... Ganz ehrlich, ich glaube, Sherlock überfordert meine Playstation. Das ist echt viel. Ja, das ist ja dieser generelle... diese Oberquest, Mutterliebe. Was anspruchsvoll. So, wo ist denn das? Wo ist denn das? Männer. Hier, ne? Stonewood Manor. Wir suchen Männer. So. Dieses PS5 wird ja. Es wird wahrscheinlich auch gleich wieder abstürzen. Hallo. Wo ist mein... Was? Oh, das ist aber... klein. Eine Meerjungfrau.
Meerjungfrau. Eine Meerjungfrau. Just look at this thing. It's huge. That's what she said. Was? It's a bizarre object, and yet oddly familiar. Ariel habe ich. Did you just remember something? Yes. A room full of curiosities and artifacts. I think I can find it in the manor. Sherlock. So, you continue to pursue the imaginary. I had hoped you might have got all this out of your system by now. Mycroft, what are you doing here? Get out of my house. It's my house, actually. I've come to bring you back. I have no interest in returning, let alone with you. I know you lied about Mother all these years, claiming she was merely ill, but she was unstable. She never had tuberculosis. She was not recuperating, but mentally deteriorating, and you never once thought to tell me. How dare... I shall not indulge this petulant Ich kann nicht tantrum. skippen. Also You das can just Abgehackte ist tire von denen. yourself out and then slink back to London with your tail between your legs. Just tell me everything. I'm an adult now. Show me the basic courtesy of an explanation. You know I will find out eventually. The goal was stability, and that's what you got. The right thing for everyone was to try and move on from her passing. The consequences of one's actions determines what is right or wrong. Yes, exactly. The ends justify the means. After leaving Cordona, Sherlock, you had a normal childhood. In London, I was able to support you, guide you, shape you into a fine and productive young man. You have so much potential, so much to offer society. But that's not the end. Now I found the truth, and it has shattered everything I knew about her, about you, and about myself. I feel unstable because of you. Your actions were not justified. Lying never is. Oh, grow up, Sherlock. It was a white lie which has as much use in the realm of the interpersonal as the international. It is time you come to accept that some things are bigger than yourself. Oh, you are full of it. You like to pretend you care about the big picture, but it's just an ego trip. You like knowing more than others. You like greasing palms and rubbing shoulders with the rich and powerful. You like having eyes and ears everywhere. The fact it helps the nation is incidental, because all you care about is yourself. It's true. I have agents everywhere, including Cordona. If you weren't so damn stubborn, you'd realize that means I'm only here for you. Also das Problem ist, ich glaube, ich trete in die Fußstapfen meines Bruders, weil ich die Wahrheit nicht so wichtig finde, wie Sherlock es gern hätte. Weil ich habe jetzt auch nicht die Wahrheit rausposaunt. Ich habe versucht, was Besseres daraus zu machen und dafür die Wahrheit verschleiert.